Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Der einzigen Sendung, die fast immer gleich anfängt. Aber trotzdem immer mit frischen Themen um die Ecke kommen. Wie zum Beispiel dem general überholten God of War. Oder einem Investigativtrip nach Berlin von Sebastian. Oder dem experimentellen Indie-Spiel Minute. Wenn das keine frischen Themen sind, dann weiß ich auch nicht. Hey Sophia, kann ich dich mal kurz nach Rat fragen? Klar, Okay, also ich habe da einen Kumpel, ein Kumpel. also ein Freund von mir, der war früher richtig krass, so, der hat richtig viel gevögelt und hat sich dauernd geprügelt. Und dann ist der Vater geworden und dann hat man nichts mehr von dem gehört. So. Was würdest du so jemandem raten? So? Ey, ich kenn das voll. Man nennt das mittlerweile das Kratos-Syndrom. Kratos-Syndrom. Kennst du das? Nee, was ist Schau das? dir Michas Beitrag zum neuen God of War an, dann verstehst du alles. Kratos, der Geist von Sparta. Er tötete unter dem Einfluss von Kriegsgott Ares die eigene Frau und Tochter und wurde zur Strafe für alle Ewigkeiten mit ihrer Asche bedeckt. Er erschlug aus Rache den Kriegsgott Ares, wurde von Zeus getötet, kämpfte sich aus dem Totenreich zurück und griff mit den Titanen den Olymp an. Er bezwang Götter wie Hades, Herkules und Zeus. Er war ein grausamer Heerführer, unersättlicher göttlicher Stelzbock und nicht zuletzt der Gott des Krieges. Und nun ist er ein älterer Mann in einer Blockhütte, ein trauernder Witwer und vor allem ein alleinerziehender Vater. Es ist ein radikaler Tonartwechsel, mit dem die Santa Monica Studios den Neustart der God of War-Reihe einleiten. Und dieser Neustart ist, Spoiler, absolut brillant! Ja, wir sind fast ein bisschen zu begeistert von dem nordischen Kratos. Und ja, wir schreien es auch gleich zu Beginn männlich in den Wald hinein. Okay, es gibt auch ein paar Kritikpunkte, doch dazu kommen wir später. Jetzt kriegt ihr erstmal unsere ungebremste Euphorie vor den Latz geknallt. Da wäre zum Beispiel diese gewaltige Technik. Moment, das klingt alles noch nicht gewaltig genug. Besser. Aber wieso fangen wir ausgerechnet mit der Technik an? Weil wir oberflächliche Grafik-Junkies sind? Das liegt uns natürlich völlig fern. Zwar lotst uns das Spiel wie ein stolzer Reiseführer von einer prachtvoll texturierten Winterlandschaft zur nächsten, doch die Technik hat uns vor allem wegen des phänomenalen Mittendrin-Gefühls überzeugt. God of War spielt sich wie ein ununterbrochener Monumentalfilm. Sämtliche Cutscenes sind nahtlos mit dem Gameplay verzahnt. Egal ob nun bei Gesprächen, Als würde es dir etwas bedeuten. Pass auf, was du sagst, Junge! beim Navigieren durch die Level oder bei den brutalen Finishern. Es gibt keinen einzigen sichtbaren Schnitt. Obendrauf kommen extrem wuchtige und dynamische Kampfanimationen und überfette Sounds, die so saftig reinklatschen, dass man nach jedem Treffer dümmlich grinsend zum nächsten Hieb ausholt. Und apropos nächster Hieb, was ebenfalls richtig geil, episch und gewaltig ist das... Ja, das beherzte Hacken und Spalten ist trotz Story- und Rätselsequenzen noch immer Kratos' liebstes Hobby. Alle Fans der Serie, die Angst vor einem verweichlichten Kratos mit Papa-Komplex hatten, dürfen ihre Wutaxt also wieder einpacken. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Grundsätzlich habt ihr immer die Wahl, ob ihr dem Gegner eure Axt beherzt entgegenschleudert, ihn mit Faust und Schild vermobbt oder klassisch mit der Axt bearbeitet. Das Wichtigste ist, dass ihr in dem blutigen Getümmel den Überblick behaltet. Daher warnt euch ein Pfeil vor nahenden Attacken und ihr entscheidet dann, ob ihr den Angriff blockt, ihm ausweicht oder ihn im passenden Moment kontert. Und bei dieser Antwort habt ihr spätestens ab der Hälfte des Spiels die Qual der Wahl. Denn egal ob nun beim Aufleveln oder beim Verbauen von Runen, Talisman und Zaubern, ihr erweitert euer Klopffolio stetig um unzählige, immer krassere Attacken. Obendrein lernt auch der junge Atreus im Laufe der Geschichte immer neue Bogen, Dolch und vor allem Ablenkungsmanöver, die ihr auslösen könnt. Und diesen bunten Strauß von Attacken muss man während der fröhlichen Spalterei aus dem Gedächtnis rufen. Das braucht Übung und Zeit.
Aber irgendwann ist man dann im perfekten Kriegsflow, tänzelt brutal durch die Reihen wie ein Schnitter durch den Weizen und reißt den hässlichen Dämonenfratzen in einem geschmeidigen Axtballett ihre verdammten Gedärme raus. Entschuldigung. Entschuldigung, für das Entgleisen. Ja, das Kampfsystem ist martialisch, intuitiv und intelligent. Und das Gleiche gilt für die epische, gewaltige... Zu Beginn hat Kratos seine Frau verloren. Todesursache und Identität der Frau sind unbekannt. Ihr letzter Wunsch war es, dass man ihre Asche auf den höchsten Gipfel der Welten bringt. Also brechen Vater und Sohn zu ihrer ersten gemeinsamen Reise auf. Kratos muss sich nun zwangsläufig mit dem Jungen, wie er ihn distanziert nennt, auseinandersetzen. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Diese aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ist das Herzstück des Spiels. Und angesichts solcher Szenen... Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. gibt es keinen Zweifel, dass hier einige psychische Probleme aufgearbeitet werden müssen. Willkommen in unserer kleinen Selbsthilfegruppe mit dem schönen Namen Lieber Papa, sprich mit mir. Und wie ich sehe, haben wir 2 neue Gesichter. Wollt ihr euch nicht vorstellen? Ich bin Kratos, das ist der Junge. Schön, schön. Und nun sagen die anderen Väter Hallo zu Kratos und Junge? Hallo. Hallo. Du sollst ihn ranhalten, hat die Alte gesagt! Herr Laser, bitte. Das war falsch. Immer auf den Kehlkopf zielen. Ja, Kratos' Erziehungsmaßnahmen sind, sagen wir, ungewöhnlich. Aber die Ursache ist klar. Der Kriegsgott hat seine Emotionen im Laufe seiner blutgetränkten Karriere so tief wie möglich in sich weggeschlossen. Und der Sohn, der nach dem Tod der Mutter nach Halt sucht, prallt immer wieder schmerzhaft an diesem Gefühlspanzer ab. Das wird nicht nur in Cutscenes und Schlüsselsequenzen deutlich. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Sondern auch und gerade in den stillen Momenten. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Doch im Laufe der Geschichte wird Kratos ein Stück weit nahbarer. Und im weiteren Verlauf schafft es der Kriegsgott sogar über seinen Schatten zu springen und den Jungen zu loben. Wie war ich? Besser. Zugleich erntet der anfangs noch ungestüme Junge immer mehr Respekt beim Vater, indem er einerseits zu einem vollwertigen Mitstreiter heranwächst und andererseits über Fähigkeiten verfügt, die dem Vater völlig abgehen. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Du kannst lesen? Na, da kannst du aber stolz sein, Junge. Und du kannst dir mal ein Beispiel dran nehmen, du Loser! Aber, Papa, ich hab doch Jura studiert. Papa? Hallo? Stille! Herr Laser, bitte. Was der hat so verdient, ist kein Arschloch. Ich bin kein Arschloch. Doch, bist du. Tja, verglichen mit Eduard Laser ist Kratos ein echter Vorzeigepapa. So, und bevor wir jetzt zur finalen Lobpreisung übergehen, wollen wir fairnesshalber noch die anfangs erwähnten Kritikpunkte ausführen. God of War bietet nach den ersten linearen Spielstunden plötzlich eine halboffene Welt. Ein Novum für die Reihe. Und es gibt auch jede Menge Nebenquests, die toll ausgearbeitet sind und spürbare Vorteile bei Loot und Erfahrung bringen. Doch der Spieler wird leider auch mit jeder Menge Sammelquests zugeschüttet, die man abarbeiten kann. Wenn man denn will. Wir wollten nicht, denn das stupide Abgrasen nutzt sich ziemlich ab. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Auch einige der Welten, die man bereisen kann, ziehen sich ein wenig. Ach ja, und die ständigen Truhenrätsel wirken reichlich aufgesetzt. Doch mehr Kritik fällt uns nicht ein, denn auch der spätere Storyverlauf hält noch genügend Wendungen parat. Das Knüppeln hört einfach nicht auf, Spaß zu machen. Und wer seinen Charakter dann voll aufgelevelt hat, kann sich ja mal an den optionalen High-Level-Gegnern versuchen. God of War ist eines der besten Actionspiele, das wir jemals in die Finger bekommen haben. Brutal, spaßig und intelligent zugleich. Der neue Kratos ist vielleicht ein wenig besonderer als der alte, aber noch immer zerteilt niemand seine Gegner gnadenloser und mit mehr Wumms und Furor als der Gott des Krieges. Mein Gott, sind Sie brutal. Sie müssen Ihrem Sohn doch ein Vorbild sein. Ich zeige Ihnen gerne, wie man einen Konflikt nur mit Worten beendet. Wie das? Bist du eine Hexe? Nein, ich bin Diplompsychologin. Herr Laser, bitte! Ich schlage jetzt einfach vor, dass wir diesen Konflikt spielerisch nachstellen. Ich bin der Aggressor und Herr Laser ist Ihr Sohn. Ich bin wütend. Jetzt greife ich an.
Grrr, grrr. Vorsicht, Junge. Ein Feind. Zeig keine Gnade. Okay, Papa. Was ist dein Problem, du Lappen? Schön, dass du fragst, denn meine Aggression ist eigentlich nur ein Ausdruck von Angst und Frustration. Papa, sie sagt, sie sei ein Lauch. Sie versucht dich zu täuschen. Wie eine Hexe. Nein, ich habe vermutlich ein Drogenproblem und brauche einfach viel Liebe. Also das kommt mir jetzt komisch vor, Junge. Wenn dich solche Frauen ansprechen, dann werde ich bitte. Du kleines, hässliches Kackball! Hexe! Die Spieleindustrie kann schon echt hart sein. Ja, Mann, du entwickelst ein richtig gutes Spiel, wirst von Fachmedien gelobt und dann liegt das Spiel wie Blei in den Regalen. Beispiele gibt's genug: Beyond Good and Evil, Jade Empire und das hierzulande entwickelte Spec Ops The Line. Aber was passiert eigentlich mit den Studios und den Menschen hinter so einem Spiel, wenn der erhoffte Erfolg ausbleibt? Sebastian hat eine Recherchereise nach Berlin gemacht, um am Beispiel von Spec Ops Antworten zu finden. Also ganz viele Leute haben daran gezweifelt, auch im Team, und haben gesagt, das funktioniert nicht, das ist total albern, das ist sowieso eine bescheuerte Idee, dass der Spieler sich schlecht fühlen soll. Ich vergleiche es mal ganz gerne mit Apocalypse Now. Ja. Coppola wäre auch fast pleite gegangen an der Produktion von Apocalypse Now. Da sind auch einige Leute dran kaputt gegangen und das ist nicht so, haha, das war mal krasse 5 Jahre irgendwie, sondern eigentlich ist das total scheiße. We all made our mistakes and we all did our best to not have to crunch. And I lost my mind. Ihr hört die Schüsse. Ist alles okay? Sergeant Roberts, was ist los? Gentlemen, willkommen in Dubai. Mutig ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an Spec Ops The Line denke. Spielerisch kaum anders als andere Schießbuden, brennt es sich durch einzigartige Momente und lautstarke Kritik am Unterhaltungsprodukt Kriegsspiel ins Gedächtnis. Zu Beginn mag man das aber noch nicht vermuten. The Line basiert auf einer mittlerweile größtenteils in Vergessenheit geratenen 8-teiligen Kriegsshooter-Reihe. Wenig überraschend, dass deshalb anfänglich noch Deckungsballereien und brachiale Actionsequenzen dominieren. Während wir aber ahnungslos dem auch von so vielen anderen Shootern bestellten Pfad folgen, nimmt er eine unerwartete Abzweigung. Plötzlich werden wir vor moralische Entscheidungen gestellt, die uns nur die Wahl zwischen unterschiedlichen Graden von beschissen lassen. Pathetische Hurra-Plattitüden machen Platz für Schmerz, Dreck und Wahnvorstellungen. Und unsere Opfer sind nicht nur despawnende KI-Marionetten, sondern Menschen, wie uns schmerzhaft vor Augen geführt wird. Seine Schonungslosigkeit ist der Grund, warum auch heute noch über Spec Ops The Line gesprochen wird. Zu Beginn war es aber weder als Kritik am Spiel noch an Krieg gedacht. Zu Beginn war es noch nicht einmal Spec Ops. Also wir haben in 2005 angefangen, an einem eigenen Projekt zu arbeiten, das ein bisschen ähnlich gelagert war. Also war ein Third-Person-Shooter, der war in der Zukunft angesiedelt. Jäger wollte gerne einen Third-Person-Shooter machen und 2K hat jemanden gesucht, der für sie einen Third-Person-Shooter macht für ihre Marke Spec Ops. Und dann haben wir erst so ein bisschen gedacht, ach, Spec Ops wissen wir nicht genau. Und dann hat aber 2K gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Als ich angefangen hatte, hatte ich schon eher das Gefühl, wir machen ein cooles Ghost Recon in einem abgefahrenen Setting. Was aber noch nicht dabei war, war die Story. Die haben wir dann einige Zeit später mit 2K sozusagen als dritte Säule, im Prinzip was das Spiel angeht, identifiziert. Early on, we were thinking that our niche would be narrative and doing something that was a bit darker. And when I say darker, I mean more real to life. Ich habe noch zu jemandem gesagt, wenn wir das hinbekommen, wenn wir das gut machen, dann redet man über dieses Spiel noch in 10 Jahren. Und das, ja, also das ist echt krass, ne? 10 Jahre sind zwar noch nicht vergangen, zumindest aber 6. Und weil wir uns hier gerade inmitten eines Beitrags zu Spec Ops The Line befinden, scheint an der Prognose von Lead-Level-Designer Jörg Friedrich durchaus was dran zu sein. Das liegt nicht zuletzt an der besonderen Thematik des Spiels. Der Anstoß dazu kam erstaunlicherweise von Publisher 2K, die nach dem Erfolg von BioShock ihre große Stärke in storygetriebenen Spielen sahen. Aber auch wenn Publisher und Entwickler in einem konstruktiven Austausch standen, kam es immer wieder zu Reibereien. Das musste Autor Walt Williams schmerzhaft lernen.
Spec Ops The Line eröffnet mit einer opulenten Schießerei aus dem Heck eines Helikopters heraus. Doch diese Schießerei war bis zum Ende der Entwicklung nie für die Eröffnung, sondern für das letzte Drittel des Spiels gedacht. Ohne sein Wissen erfolgte diese Änderung durch einen Vorgesetzten am letzten Tag der Sprachaufnahmen. They have decided to start the game with the helicopter scene, and I lost my mind. And in the moment, I pulled a piece of paper out and just wrote 5 quick lines down with a pen. And what these lines were 5 lines that would play only when you reach the helicopter for the second time. And what these lines were was the main character realizing that he had been through this helicopter sequence before. Moment, hier stimmt was nicht! Ja, jetzt ist es zu spät! Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! When the player plays the helicopter sequence at the beginning of the game, the helicopter crashes, the characters die. Everything after that is some post-death hallucination. And it all just came about because of a sudden change while I was in a recording studio that angered me enough that I was just like, I'm gonna kill everyone in the game. In the first 5 minutes, everyone's dead. There, that's what you get for changing the game on me at the last minute. Which, admittedly, might have been an immature response, might have been a little petty, but ultimately served the purpose of the story more. Doch da hörten die Probleme noch nicht auf. Die Entwicklung von Spec Ops The Line war chaotisch. Der Weg vom gesichtslosen Taktikshooter zur spielbaren Medienkritik war steinig. Es wurden Konzepte umgeworfen, Entscheidungen hinterfragt und Skripte umgeschrieben. Es folgten Terminverschiebungen, Unmut und viele Überstunden. Also ganz viele Leute haben daran gezweifelt, auch im Team, und haben gesagt, das funktioniert nicht, das ist total albern, das ist sowieso eine bescheuerte Idee, dass der Spieler sich schlecht fühlen soll. Warum? Ja, es ist ein Shooter. Dass die Story nicht abgeschlossen war, als wir dann richtig in Produktion gegangen sind, das hat uns zeitlich halt sehr stark getroffen. Der größte Knackpunkt war, glaube ich, für mich, als wirklich der Schnitt kam und man gesagt hat, wir sind ein cinematischer Shooter, wir sind kein Taktik-Shooter mehr. Und da sind die Designer auch rübergegangen und haben dann auch hart Sachen rausgeschmissen, also Dinge, wo man natürlich Monate Arbeit reingesteckt hat. Und das war natürlich für uns ein ganz schönes, krasses Ding. Man guckt sich das Projekt an und denkt, oh Mist, nicht fertig. Guckt sich die Zeit an und denkt, oh, zu wenig. Wie kriegen wir das jetzt alles hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt aber jemand und sagt, okay, hier habt ihr noch mal ein halbes Jahr mehr. Und dann denkt man, scheiße, jetzt ist ja noch ein halbes Jahr mehr. Es kamen ja immer wieder so Crunch-Phasen. Und dann vergisst man plötzlich, dass man irgendwie gar kein anderes Leben mehr hat und dann die Freundin oder den Mann oder das Kind nicht mehr sieht. Also da sind auch einige Leute dran kaputt gegangen. Und wir waren dann, glaube ich, auch alle so ein bisschen am Ende dann zum Release so ein bisschen ausgepowert. And I think a lot of that ends up showing up in the game as well. You know, when you have a project that lasts this long and is this emotionally draining on everyone, you know, that begins to show itself in the work. And ultimately you get something that I think has a bit more truthfulness to it than your usual video game, which is so focused on, well, what does the player want to feel? How can we help the player feel what they want? Whereas Spec Ops ended up having much more of what we were actually feeling, be a part of that emotional flavor of the experience. Trotz all der Anstrengungen und des Muts wurde Spec Ops The Line nur verhalten aufgenommen. Viele Kritiker sahen den Reiz nicht, der hinter dem austauschbaren Shooter-Part verborgen liegt. Vor allen Dingen aber blieb es kommerziell hinter den Erwartungen zurück. Die Ernüchterung war groß. Spec Ops is dependent entirely on a twist. Going into a game thinking it is one thing and slowly beginning to realize it's something else. That's not something you can market. Also ich möchte jetzt auch nicht das übliche, das Marketing ist schuld, Blame Game spielen. Es war wirklich schwer zu kommunizieren, weil das Problem war, dass die Leute dir das nicht geglaubt haben.
Wenn man 5 Jahre an irgendwas gearbeitet hat, möchte man natürlich auch, dass die Leute das wertschätzen. Und am Anfang war es schon sehr enttäuschend zu sehen, dass bestimmte Leute gar nicht gecheckt haben, was Spec Ops für ein Spiel ist. Also da hast du dann teilweise Kritiken gelesen, wo du gesehen hast, so der Schreiber war total hin und weg von dem Spiel. So, ist ein krasses Spiel, abgefahrene Story und ich war total geflasht und so. Aber ja, und die Waffe ist halt nicht so toll, der Multiplayer-Modus nicht so gut, deswegen gebe ich dir jetzt 60 Punkte. Was? Ich habe uns da schon auch gesehen, weil also so bestimmte Aspekte einfach nicht jeden abholen und auch nicht alles so gut geworden ist, wie es vielleicht hätte werden sollen. Nur am Anfang waren wir schon sehr enttäuscht, was die Verkaufszahlen angeht. Sozusagen, die hätten wir uns viel, viel besser gewünscht natürlich. Also Jager hat sich noch eine Weile über Wasser gehalten da ganz gut, aber irgendwann sind dann auch einige Leute gegangen worden. You know, I knew that the pitch for a sequel had happened and that it was decided that there was not going to be a sequel, and that was kind of that. Seit seiner Veröffentlichung in 2012 sind knapp 6 Jahre vergangen. Auch wenn Spec Ops: The Line damals kein Erfolg vergönnt war, erarbeitete es sich doch den Ruf als Kultspiel. Auch heute noch wird es regelmäßig als strahlendes Positivbeispiel für Storytelling in Shootern genannt. Ein Ruf, für den die Entwickler trotz aller Strapazen und Anfangsschwierigkeiten dankbar sind. Also wir kriegen bis heute fast täglich E-Mails, wo die Leute sagen, also zum einen, was für ein cooles Spiel das war, wie sehr sie überrascht wurden und dann eben auch, wo ist Spec Ops: The Line 2, ich möchte unbedingt den Nachfolger spielen. Sozusagen, da hat sich schon ein bisschen was getan. Also es ist natürlich, das ist irgendwie toll, ne? dass immer noch Leute gibt, die davon bewegt sind und die das als Teil ihres Lebens auch sehen. I'm extremely proud of that one. It is kind of perfect in its failure because it allowed it to exist solely as it was, with nothing before or after, which is, I think, exactly how that story needs to exist. Also was ich tatsächlich glaube, ohne uns zu sehr zu beweihräuchern, ist, dass wir da so ein bisschen auch eine Tür weiter aufgemacht haben, dass die Leute gesehen haben, hey, es gibt ein Publikum, was so eine Sachen auch gutiert. It would have been a much different game without that, because without the emotional toll that Crunchyroll took on the project, we never would have found the heart of the game. We would have been too happy to make Spec Ops. Spiele haben sich seit der Veröffentlichung von Spec Ops: The Line weiterentwickelt. Unbequeme Themen sind längst kein Tabu mehr. Spiele müssen nicht zwingend eine tiefere These oder selbstreflektive Kritik verfolgen. Wenn sie es aber tun, können sie damit von einem guten zu einem bedeutenden Spiel heranwachsen. Ich will euch keine Illusionen aufschwatzen. Gerade spielerisch ist Spec Ops: The Line aus heutiger Sicht unspektakulär. Aber aufgrund seiner Geschichte hat es sich trotzdem einen Platz neben den ganz Großen im Genre verdient. Wenn auch leider erst Jahre später. Eddie? Ich habe genug von alten Spielen. Oh Mann, ja, endlich sag's meiner. Ich will was Neues sehen. Wir brauchen neue Sachen hier. Ja, weißt du, was richtig geil wäre? Was? News wären richtig geil. News wären Hammer. Wer macht das? Krogi. Krogi! Die News. Frisch, frischer, am freshesten. Auch diese Woche habe ich für euch das Wichtigste aus der Gaming-Welt parat. Und los geht die wilde Jagd mit Monster Hunter World. Denn hier gab es dieser Tage ein cooles, kostenloses Update. Neben neuer craftbarer Ausrüstung für euch und euren pelzigen Begleiter kommt auch ein neues Gebiet, die Eldorado-Höhlen, hinzu. Das dickste kommt aber noch. Ein neuer Drachenältester. Feuerspeiend und mit goldenen Schuppen übersät wartet Kalf Taroth nur noch darauf, von euch gejagt zu werden. Bleiben wir beim Thema Beutejagd, nur jetzt auf hoher See. In der letzten Folge haben wir bereits latenten Content-Mangel bei Sea of Thieves diagnostiziert. Jetzt hat Entwickler Rare die offiziellen Zukunftspläne enthüllt. Wow! Laut Blog-Eintrag der britischen Software-Schmiede soll eine neue Bedrohung euch und eure Crew dazu bringen, enger zusammenzuarbeiten. Hinzu kommen wöchentliche Events, die euch an geplante neue Mechaniken heranführen. Los geht's mit den ersten Gratis-Updates bereits im Mai. Später im Sommer folgen mit Cursed Sails ein weiterer Schiffstyp und auch ein ganz neuer, besonders bedrohlicher Bereich in der Spielwelt. Hey Leute, ich habe 2 Nachrichten zu Star Wars Battlefront 2. Eine gute und eine weniger gute. Welche wollt ihr zuerst hören? Ja, schon gut, wir starten mit der guten. Ist okay. Im neuesten Update könnt ihr auf Endor auf Ewok-Jagd gehen. Im neuen Modus haut ihr euch wahlweise auf Seiten der knuffigen Waldbewohner oder der Sturmtruppler die Köpfe ein.
Besonders interessant, wenn ihr als Imperium-Soldat besiegt werdet, tretet ihr automatisch der Fellknäuel-Armee bei. Und damit zur weniger guten Nachricht. Die Mikrotransaktionen kehren zurück. Nee! Bevor ihr jedoch wieder voller Frust in die Tasten haut, keine Panik. Die mit Echtgeld gekauften Kristalle können ausschließlich in optische Verbesserungen für eure Charaktere investiert werden. Egal ob ein einstürzender Eiffelturm oder spannende Schleichmissionen in Tschernobyl, Call of Duty ist bekannt für Blockbuster-Szenen. Damit könnte aber bald Schluss sein. Wie die US-Seite Polygon berichtet, soll der kommende Ableger Black Ops 4 keine Solo-Kampagne mehr haben. Laut ungenannter Quelle sei bestätigt, dass die Entwickler aus Zeitmangel den Story-Modus gestrichen haben, um sich mehr auf Multiplayer und Zombie-Geballer zu konzentrieren. Als Ersatz soll es, so mutmaßen die Medienvertreter, sogar einen Battle-Royale-Modus geben. Ob Fake News oder Fakt, wird sich wohl am 17. Mai klären. Denn dann wird das Spiel in einem Stream der Entwickler ausgiebig vorgestellt. Leute, da ich so ein motivierter Typ bin und letzte Woche auch so viel los war, gibt's noch viel mehr. Heiße Gerüchte und Kurzmeldungen im Schnelldurchlauf. Yeah! Neues von der Peitsche. Konami hat mit Grim War of Souls ein frisches Castlevania angekündigt. Leider nicht für die Konsole oder den PC, sondern fürs Handy. Wann der iOS-Titel erscheint, ist noch unbekannt. Comeback in Sicht? Capcom hat diverse Markenschutzanträge rund um die Onimusha-Reihe gestellt. Ob ein Remake oder neue Ableger in den Startlöchern steht oder es sich um reine Vorsorge handelt, man weiß es nicht. Premiere in LA? Bethesda stellt möglicherweise das neueste Projekt auf der E3 vor. Das Sci-Fi-Rollenspiel Starfield soll Gerüchten zufolge noch dieses Jahr erscheinen. Zielgruppenerweiterung. Minecraft ist jetzt auch mit den Augen spielbar. Dank eines kostenlosen Programmes ist es Menschen mit Behinderung ab sofort möglich, das unverwüstliche Klötzchen-Abenteuer per Eye-Tracking zu zocken. Der Miniaturkonsolentrend geht weiter. Offensichtlich angestachelt durch den Erfolg von Nintendo, hat Ex-Hardware-Konkurrent Sega nun das Sega Mega Drive Mini angekündigt. Switch-Besitzer sterben später. Die Veröffentlichung von Dark Souls Remastered für die Nintendo-Konsole wurde von ursprünglich Ende Mai auf irgendwann im Sommer verlegt. So, das war's. Fast. Zum Abschluss habe ich noch was ganz Kurioses. Und woher auch sonst? Natürlich aus Japan. Im japanischen Tama standen Bürgermeisterwahlen an. Und dort ist neben den üblichen menschlichen Kandidaten erstmals auch eine KI an den Start gegangen. Wie crazy ist das denn? Unter dem Namen Michihiro Matsuda startet die künstliche Intelligenz in den Wahlkampf und versprach Fairness und Gleichstellung für alle. Primär anhand von Daten über die Stadt und deren Bewohner sollte sie Entscheidungen treffen und Gesetze vorschlagen. Kleiner Spoiler, sie hat leider nicht gewonnen. Mit den wenigsten Stimmen landete die KI auf dem letzten Platz. So, das war's von meiner Seite. Ich gebe zurück zu Sophia und Eddie und sage ciao. Wir bei Game 2, wir haben ja immer die fettesten der fetten Themen. Wer bei uns irgendwie in die Sendung kommen will, der muss auch richtig was auf dem Kerbholz haben. Der muss richtig geile Grafiken haben. Moment, der muss richtig geil aussehen. Das muss ein fettes Team sein, das dahinter steht. Das muss richtig Triple A, sag ich mal. Weil ich meine, mal ganz ehrlich, Sophia, wer wären wir denn, wenn wir hier irgendwie jedes Pissspiel vorstellen würden? Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Hallo! Und das nächste Spiel ist Minute. Minute? Ja. Wie passt das denn hier rein? Irgend so ein Indie-Spiel, was von 4 Leuten zusammengeklöppelt wurde und aussieht wie für einen Gameboy gemacht? Ich hab keinen Plan, frag Colin. Ich hab's nicht reingeschrieben. Na, sind wir mal wieder zu spät? Moin. Was ist los? Schlecht geschlafen? Geht schon. Da habe ich genau das Richtige zum Wachwerden. Hier, gerade reinbekommen. So ein kleines Indie-Ding. Soll eigentlich ganz geil sein. Aber mach nicht wieder so ein Riesending draus, ne? So kurz anzocken, 2, 3 Sätze zu schreiben und fertig ist die Laube. Und wie viel Zeit habe ich dafür? 1 Minute! Was? 1 Minute? Jetzt. Puh, okay. Gameboy-Look, monochrom, invertiert. Erinnert mich an Link's Awakening, wäre da nicht dieses Etwas. Das Vieh kann nichts, gar nichts. Keine Chance gegen das Gras und erst recht nicht gegen diese Krebse. Okay, das war leicht. Ein Schwert. Nett. Und ein Timer? Egal. Zurück zu den Krebsen und den Gräsern. Und nun? Keine Karte? Naja, hätte ich mir denken können. Daneben geradeaus.
Warum redest du so langsam? Beeil dich. Ja, ich würde ja gerne. Na los. Die Schildkröte redet nun mal so langsam. Was soll ich denn machen? Und warum eigentlich? 1 Minute, 1 Minute. Was passiert denn, wenn der Timer abläuft? Deine Zeit läuft ab. Okay, ich bin wieder hier. Minute, verstehe. 60 Sekunden. Zeit, die ich habe, um etwas zu finden, was mich weiterbringt, einen neuen Weg zu öffnen, einen Hinweis zu suchen. Wege gibt es viele, weiter bringen mich wenige. Ich brauche Zeit, die ich nicht habe. Zeit zum Erkunden, Zeit zum Überlegen. Einen Weg einzuschlagen ist eine Entscheidung, die wertvolle Sekunden kostet, und das muss sich lohnen. Warum verschwendest du also meine Zeit, kleines Vieh im Wasser? Ich hab's eilig. Noch einmal schnell die Krebse killen und sterben. Noch 1 Minute. Das Wichtigste in jedem Leben ist, etwas zu erreichen. Yes! Eine Gießkanne. Und Effizienz. Die Pflanzen zu bewässern dauert 3 Leben und bringt nur 1. Schlechter Deal. 5 Krebse töten, um Kisten schieben zu können? Schon besser. Aber alles, was zählt, ist etwas. Etwas zu erreichen fürs nächste Mal. Was tue ich hier eigentlich? Sollte ich das fragen oder ist es mir egal? Das verfluchte Schwert ist in allem schuld. Was wohl wäre, wenn ich es nicht genommen hätte? Egal. Jetzt bin ich hier. Und irgendwie fasziniert mich diese Welt und ihre Bewohner. Wieso ist der Hund so sauer? Warum ist der Fisch lieber an Land? Aber ich habe keine Zeit für eure Geschichten. Wenn ihr mich nicht weiterbringt, haltet ihr mich auf. Ja, komm. Gib auf. Niemals. Niemals? Alles hier hat seinen Sinn, auch wenn man ihn nicht gleich erkennt. Man kann alles schaffen, wenn man es schafft. Man kann alles erreichen, wenn man weiß wie. Hat man Erfolg, will man mehr davon. Hat man keinen, verzweifelt man. Aber eine Wahl hat man nicht. Das Leben ist kurz und die Zeit läuft ab. Also macht das Beste draus. 1 Minute. Hoch dich, mein Lieber. Na los. 1 Minute. 1 Minute. Verdammt. Oh. Hat's mal wieder nicht geklappt. Nein. Na komm. Nein. Gib auf. Nochmal. Nein. Nochmal. Nein. Nochmal. Sind wir mal wieder zu spät? Gott, wie es mich nervt. Immer wieder von vorn anzufangen. Die Orientierung zu verlieren. Nicht weiter zu wissen. Eine falsche Entscheidung und alles ist umsonst. Ein Fluch ist die tatsächlich, diese verdammte Minute. Aber für wen? Und doch gehe ich immer wieder los, weil ich es will. Dieser Moment des Erfolgs, eine Abkürzung, ein Geistesblitz, eine Münze für den Shop, weil ich es schaffen will. Aber wofür? Um die Welt zu retten, die ich kaum kenne? Oder um mir etwas zu beweisen? 1 Minute. Vielleicht ist das alles nur ein Spiel und ich brauche mal eine Pause. Moin. 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 Mensch, das war aber eine tolle Folge heute, oder? Ja, witzig war sie. Und informativ. Würde ich sofort abonnieren. Sofort. Wieder schauen. Reingehauen. Läufst du? Moin. Jetzt habe ich mich selber erschreckt. Moin.
Moin. Oh, was ist los? Schlecht geschlafen? Nee, geht schon. Du, da habe ich genau das Richtige zum Machen. Du. Es war zu. Marsch. Sorry. Okay. Den fand ich okay, da gab's.